Herzlich willkommen zu unserem ersten ExpertInnen-Gespräch. Auf geht's! Jetzt heißt es ab in die Dolden. Unser heutiger Interviewpartner Dominik Wachs ist gelernter Zierpflanzengärtner sowie Landschaftsarchitekt und promoviert gerade zum Thema Gehölz- und Staudenmischpflanzung. Hallo Dominik. Hallo. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, was die wilde Möhre zu einer so spannenden Pflanze für Insekten macht und was wir tun können, damit es ihr gut geht. Dominik, seit deiner Kindheit beschäftigst du dich intensiv mit Pflanzen. Auch mit der wilden Möhre kennst du dich super aus. Warum ist die Pflanze so gut geeignet, um Insekten zu beobachten? Die wilde Möhre ist deshalb geeignet, weil sie zu den Doldenblütlern zählt und Doldenblütler sind wahre Insektenmagnete. Also im Prinzip ähm, durch den besonderen Blütenaufbau ist es für Insekten sehr, sehr einfach, an den Nektar heranzukommen. Die wilde Möhre zählt zu den sogenannten alophilen Blütenpflanzen. Das heißt quasi, alophil bedeutet, dass ganz, ganz viele Insekten diese Blüte ansteuern, weil sie eben so leicht an den Nektar herankommen. Und auf dieser tollen, großen, weißen Blütenscheibe oder der Dolde kann man die Insekten auch wunderbar erkennen. Da halten sie sich lange dran auf, um wirklich jede kleine einzelne Blüte abzugehen und danach Nektar zu suchen. Und neben der Biene, die uns natürlich auch bekannt ist, wird sie nämlich auch von verschiedenen Fliegen, Schwebfliegen, Hummeln, Schmetterlingen und auch verschiedenen Wespenarten aufgesucht. Also sie kann ganz, ganz viele Insektenarten ähm, oder eine Nahrungsquelle bieten. Weißt du, wann wir mit den ersten Blüten rechnen können? Die ersten Blüten von der wilden Möhre erscheinen meistens Ende Mai, Anfang Juni. Da muss man immer aufpassen, wie die Kulturbedingungen sind oder beziehungsweise je nachdem, wie man die wilde Möhre großzieht. Wenn sie etwas wärmer steht, kann es schon etwas früher sein. Und vor allen Dingen, wann man die wilde Möhre auch auspflanzt beziehungsweise ausgesät hat. Teilweise ist es so, dass die wilde Möhre, eigentlich ist sie zweijährig, das heißt quasi im ersten Jahr wächst sie auf, sammelt Energie in ihrer Speicherwurzel, deswegen heißt sie auch Möhre, weil sie im Prinzip so eine möhrenartige Speicherwurzel anlegt und im zweiten Jahr kommt dann der Blütenstand. Ähm, Wenn sie gut mit Nährstoffen versorgt ist, kann sie teilweise auch schon im ersten Jahr blühen. Aber soweit ich jetzt schon gehört habe, wurden die Pflanzen letztes Jahr im ZIP ausgesät und man enthält jetzt quasi eine Pflanze, die dann schon ein Jahr alt ist. Das heißt quasi, die blühen jetzt definitiv dieses Jahr und natürlich dann, wie gesagt, im Mai oder im Juni. Und dann noch ganz kurz, wie lange blühen sie? Die wilde Möhre kann im Prinzip bis zu 2 Monate blühen. Da muss man wieder unterscheiden, wieder je nach Temperatur und Witterung. Meistens ist es aber so, dass sie wirklich, wie gesagt, im Mai anfängt oder Ende Mai, dann den ganzen Juni durchblüht. Und wenn es nicht so heiß ist, geht es vielleicht auch noch bis in den Juli hinein. Was können wir denn tun, damit die groß und stark werden? Wichtig ist natürlich auch zu wissen, wie bei allen anderen, jede Pflanze hat verschiedene Standortbedingungen. Diese ganzen Standortbedingungen, ähm, wo man beachten muss, das ist natürlich Licht, Temperatur, Nährstoffe und Wasser. Und die wilde Möhre zählt zu den Pflanzen, die ganz, ganz viel Licht haben möchte. Also sie möchte eigentlich den ganzen Tag von der Sonne verwöhnt sein und dementsprechend sollte man sie am besten auch einen vollsonnigen Standort wählen. Wer keinen vollsonnigen Standort hat, sie erträgt auch nur einen leichten Halbschatten. Was man aufpassen muss, ist, sie hat nicht gerne Konkurrenz um sich. Also mit anderen Pflanzen kann man sie vergesellschaften. Sie sollten allerdings nicht zu groß werden. Ähm, Dadurch, dass sie es auch gerne sehr hell haben möchte, kommt sie auch sehr gut zum Beispiel auch mit hohen Temperaturen zurecht. Das ist kein Problem. Beim Punkt Nährstoffen oder Mineralstoffen beziehungsweise Dünger, da würde ich einfach davon abraten, Dünger braucht die wilde Möhre überhaupt keinen. Sie kommt eigentlich mit wenig Nährstoffen zurecht. Wenn man sie in den Boden setzt, der gut mit Nährstoffen versorgt ist, wird die wilde Möhre sogar richtig oder kann sie richtig groß werden, teilweise bis zu 1,50 Meter. Sie kommt aber auch wirklich mit jedem Gartenboden zurecht, der auch nährstoffärmer ist. Hauptsache, er ist nicht zu schwer. Also das heißt, er sollte nicht so einen hohen Lehmanteil haben. Und was ist, wenn man mal vergisst, sie zu gießen?
Das ist auch überhaupt kein Problem, weil die wilde Möhre eine lange Pfahlwurzel ausbildet. Also im Prinzip genauso, wie man es von der Karotte kennt, nur mit dem Unterschied, dass die natürlich nicht ganz so ausgeprägt ist und diese Wurzel kann bis zu 80 Zentimeter tief wachsen. Das heißt quasi, die wilde Möhre kommt auch noch in Bodenschichten heran oder kommt an Bodenschichten heran, selbst wenn es für ein paar Wochen nicht geregnet hat. In den tieferen Bodenschichten ist natürlich immer noch Wasser vorhanden, was die wilde Möhre nutzen kann, dadurch, dass sie so tief wurzelt. Und deshalb muss man sich da gar keine Gedanken darüber machen, wer quasi die Sache auspflanzt und dann auch mal in den Urlaub fährt, ist mit der wilden Möhre eigentlich gut bedient. Die wilde Möhre ist nicht nur bei Insekten, sondern auch bei den Menschen sehr beliebt. Stimmt es, dass man sie vollständig essen kann? Richtig. Aber da sollte man aufpassen, weil es bei den Doldenblütlern im Prinzip auch giftige Verwandte gibt, die man mit der wilden Möhre verwechseln kann. Kommen wir erstmal zum Geschmack. Da kann ich auch davon abraten, weil der Geschmack ist ziemlich intensiv. Das schmeckt wie hunderte von Möhren auf einmal im Mund. Das macht wirklich keinen Spaß. Kommen wir zu den giftigen Verwandten. Da gibt es dreierlei Geschichten. Da gibt es zum Beispiel einmal den Wiesenbärenklau. Heißt auf Botanisch, heißt er, wir müssen uns mal über den botanischen Namen unterhalten, um Artverwechslungen auch auszuschließen. Heracleum vantegratianum oder die Hundspetersilie, Aethusa cynapium heißt sie auch auf Botanisch und natürlich der Schierling. Schierling heißt Mercurium maculatum. So, den ersten, den ich genannt habe, den Wiesenbärenklau, der macht wirklich ganz, ganz großes Laub und der wird auch, wie es der Name schon sagt, der wird wuchtig und extrem groß. Den kann man eigentlich im Prinzip fast nicht damit verwechseln, weil er schon so imposant und so groß wird. Die anderen zwei Arten, die Hundspetersilie und der Schierling, da ist es schon etwas anders, weil die der wilden Möhre ziemlich ähnlich sehen. Den Schierling kann man aber auch gut von der wilden Möhre unterscheiden, weil er, wie es der botanische Name schon sagt, der hat im Prinzip kleine Flecken am Stiel, die langgezogen sind und rot. Und wenn man so etwas sieht, sollte man wirklich davon Abstand nehmen, wenn kleine Flecken am Stiel sind oder langgezogene kleine Flecken, rotbräunlich. Und zudem riecht der Schierling auch noch nach Maus bzw. nach Mäuseurin. Die Hundspetersilie wiederum, da ist es so, dass die wirklich der Petersilie ähnlich sieht, bisschen gröberes Laub hat als die wilde Möhre und viel, viel kleinere Blüten. Ganz, ganz viele kleine, feine Blüten und die jeweiligen Einzeldolden stehen weiter auseinander und das Laub duftet nach Knoblauch. Es gilt wie immer, wenn man sich unsicher ist, lieber die Finger davon zu lassen. Wo wir gerade über die giftigen Verwandten sprechen, wenn wir jetzt einen ganz schlimmen Notfall haben und die wilde Möhre nicht blüht, gibt es denn vielleicht auch andere Pflanzen, die wir beobachten können? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und zwar gibt es nämlich in der Wiese auch noch schönere oder beziehungsweise auch schöne Arten, die der wilden Möhre sehr nahe kommen. Aber im Gegensatz zur wilden Möhre, die ja eigentlich gerne auf offenen oder nährstoffärmeren Böden wächst, auch in Wiesen vorkommt, die etwas besser mit Nährstoffen versorgt sind, zum Beispiel die Süßdolte, Myrrhis odorata heißt die, auf Schlau. Die bildet im Prinzip auch eine schöne große Dolde aus, blüht zur selben Zeit wie die wilde Möhre und ist mehrjährig, also sprich, die stirbt nicht nach der Blüte ab. Die duftet so ein bisschen nach Anis, da kann man sie auch ganz gut erkennen. Und daneben auch noch den Wiesenkerbel Andriscus silvestris, der blüht auch zur selben Zeit wie die wilde Möhre. Und wie gesagt, wenn man einfach durch die Wiese geht oder immer in die Wiese schaut, entdeckt man vielerlei Doldenblütler. Da wirklich immer aufpassen bei den Doldenblütlern. Nicht immer die Blätter zerknüllen oder in die Hand nehmen, weil teilweise sind die auch, können die Hautreizungen verursachen. Pflanzen wie die wilde Möhre sind wichtig für Biodiversität. Aber was ist es eigentlich, Biodiversität, und warum ist sie überhaupt in Gefahr? Die Biodiversität heißt eigentlich nichts anderes als biologische Vielfalt oder Artenvielfalt. Die Biodiversität umfasst
alle Arten von Tieren und Pflanzen, Pilze und Bakterien und deren Lebensräumen. Und das Problem ist, dass die Lebensräume der Biodiversität oder in denen Biodiversität stattfinden kann, mehr und mehr bedrängt werden bzw. zurückgehen. Das ist das große Problem unserer Zeit durch die Landwirtschaft oder durch Bebauung. Gibt es noch etwas, was man tun kann, um Insekten zu helfen? Ja, da kann man im Prinzip sehr viel machen. Neben der Anlage von Blühwiesen oder von auch, manchmal gibt es diese Insektenwiesen, die man auch kaufen kann, oder verschiedene Blühmischungen, ist es vor allem wichtig, den Insekten einen Nistplatz und auch Baumaterial zur Verfügung zu stellen. Das heißt quasi, wenn man einen Garten hat, sollte man schauen, dass man hier immer etwas, ich nenne es mal ganz gerne geordnetes Chaos auch im Prinzip versucht herzustellen, also indem man zum Beispiel auch mal ein paar Sachen stehen lässt, also ein paar Stauden bzw. Pflanzen, die auch über den Winter stehen lässt, damit man im Prinzip hohle Stängel hat, wo die Insekten auch drin nisten können. Oder was man vielleicht auch schon oft gehört hat, ist das sogenannte Totholzhaufen, also dass man im Prinzip auch mal ein paar Äste und Zweige übereinander stapelt, um da auch den Insekten Unterschlupf zu gewähren, beziehungsweise auch anderen Tieren. Also Zauberwort oder Stichwort Strukturvielfalt, ganz wichtig. Super, Dominik. Du hast uns einen richtig klasse Einblick in die Welt der wilden Möhren gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Expertinnengesprächs oder Expertengesprächs in diesem Fall angelangt und hoffen, dass wir euch da draußen alle ein bisschen schlau machen konnten und wünschen euch weiterhin ganz viel Erfolg und Freude beim Gärtnern und Beobachten. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.